Hallo Internet! Willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Videoreihe Fujifilm Goes Cinema. Wenn ihr euch jetzt denkt, Videoreihe, und es gab schon ein erstes Video, ja, gab es, findet ihr. Und zwar den Link gibt es auch unten in der Beschreibung zum ersten Video, wo wir erklärt haben, wie man von einer einfachen Kamera, von einer Fotokamera zum ersten Video kommt, was da alles dran ist und was man damit alles machen kann. Wir sehen hier das Ergebnis des ersten Videos, die XS20, die kleine Extra Small Cinema Lösung. Wir wollen jetzt aber weitergehen. Ihr habt schon gesehen, hier stehen noch weitere Objektive rum. Wir haben noch viel für euch in petto, was wir euch zeigen wollen. Was könnte der Grund sein, warum ich mehr will? Also außer, dass es Spaß macht. Warum sollte ich noch ein Upgrade machen? Ich würde sagen, jetzt kommt der Schnipp und wir stellen das Teil der heutigen Sendung erstmal auf den Tisch. Ja. Okay, ich weiß, warum man mehr will. Einfach, weil es cooler aussieht wieder. Der Thomas mit dem cooler Aussehen. Ich gebe dir vollkommen recht, die Kamera macht schon was her. Aber gehen wir doch mal ein bisschen ernsthafter jetzt ein. Was ist der Unterschied zwischen der kleinen Cinekamera und jetzt der mittelgroßen, würde ich sie mal nennen. Fangen einfach damit nochmal an aus meiner Sicht. Ja, was steckt im Herzen dieses Rigs? Nicht mehr die XS20, sondern Hier ist jetzt eine XH2S am Start, und zwar aus einem einfachen Grund, ist sicherlich im Moment im Fuji-Line-Up eine der beiden sehr interessanten Videokameras. Stichwort 6K Open Gate, aber halt auch mit einem Stacked-Sensor. Vielleicht magst du den Leuten von uns, die noch nicht das letzte Video, das du speziell über die XH2S gemacht hast, bitte gerne nochmal im YouTube-Kanal beim Thomas nachgucken. Ist hier sehr genial und kurz und präzise erklärt. Genau, ein Stacked-Sensor gegenüber den allen anderen Sensoren. Also die XH2S hat als einzige diesen Stacked-Sensor, der vom Aufbau an ist stacked geschichtet. Der ist dadurch wesentlich schneller als alle anderen Sensoren. Dadurch erreicht die XH2S nicht nur eine höhere Serienbildfunktion, was auch für Videos natürlich toll ist. Die hat so viel Kapazitäten und so viele Ressourcen, dass sie zwischen den Bildern, die sie aufzeichnet und auf die Speicherkarte schreibt, hat sie doch Zeit, den Fokus mit dem Frame zu kontrollieren. Sie denken, ach, das ist ja schön, ich kann den Fokus nachziehen und weitermachen. Also die Ressourcen, die auf dem Sensor zur Verfügung stehen, sind um ein Vielfaches mehr gegenüber allen anderen Sensoren. Bietet zwar nicht die Auflösung von der XH2, aber extreme Geschwindigkeit. Ja, wobei im Videosektor ist ja Auflösung sowieso überhaupt kein Thema. Wenn man mal nachrechnen würde, die meisten von euch werden es wissen, für ein 4K-Video reicht im Prinzip eine wie viel Megapixel-Kamera? Sehr viel kleiner als 40 Megapixel. Megapixel. Sehr viel kleiner, also auch sehr viel kleiner als 26. Ja. Das ist nicht das Thema. Stichwort vielleicht noch Rolling Shutter ganz kurz. Im Moment sind wir jetzt hier in einer Interviewsituation, ist auch die Kamera, die uns beide jetzt filmt, hat ja quasi nicht mit Bewegung hier zu kämpfen. Aber wenn ich jetzt sage, wir drehen einen Actionfilm nachher und ich renne im Prinzip mit der Kamera durch die Gegend und schwenke im Prinzip schnell, dann haben wir natürlich oftmals dann diesen unschönen Bildeffekt, das finale Ergebnis so ein bisschen leicht seitlich verzerrt. Ich sage immer so ein bisschen Salvador Dali. Ist sicher cool im Museum, aber nicht in der heimischen Videoproduktion. Ja. Nur das für diejenigen von euch, die da nochmal nachgucken wollen. Rolling Shutter. Also schnelleres Auslesen des Sensors auch da wieder durch die höhere Geschwindigkeit. Genau, richtig. Das ist so das Herzstück der Kamera. Ich sage mal, der Sensor, über den wir alles auf die Speicherkarte schieben, ist eine XH2S. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einmal noch mal kurz durchs ganze Rig hier durch, ähnlich wie wir es ja auch schon bei der XS20 gemacht haben. Genau. Auch da, damit die Kamera überhaupt zu so einem Rig aufgebaut werden kann, ist wieder ein Small Rig Cage dran, an dem alles andere montiert ist. Was ich schon gesehen habe, du hast wie an der XS20 wieder diesen kleinen 20-Euro-Hack hier installiert. Genau, die Zugentlastung fürs HDMI-Kabel, in dem Fall jetzt hat die Kamera schon einen Full-Size HDMI-Port, finde ich sehr gut. Der auch stabiler ist, glaube ich, als der kleinere. Stabiler. Aber wie gesagt, ich sage hier Safety First, also egal wie gut der Stecker hier in der Kamera schon drin ist, kommt bei mir immer dieser kleine Hack, wie du es nennst. Den Begriff werde ich mir merken, das ist der Safety Hack, weil ich jetzt hier im Prinzip ohne Probleme das Kabel zum Monitor befestigen kann. Ich komme A besser ran und B, jeglicher Zugdruck am Kabel aus Versehen hängen bleiben, wird immer auf den 20-Euro-Adapter gehen.
nicht auf die Kamera und nicht auf das Motherboard der Kamera, das wesentlich teurer wäre im Austausch als besagte 20 € Adapter. Auch hier den kleinen internen Monitor der Kamera habe ich immer hier seitlich montiert, aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt hier einmal schnell ins Menü gehe der Kamera, sehe ich im Prinzip seitlich meine Einstellung, wenn ich die noch mal prüfen will, und kann oben auf dem großen Monitor mein eigentliches Videobild weiterverfolgen. Ja, die Batterielösung hatten wir ja schon angesprochen, ist jetzt hier die etwas größere Variante der V-Mount Small Rig Batterie, hat einfach eine höhere Kapazität, hält dadurch länger, beziehungsweise wenn ich stärkere Stromverbraucher anschließe, werden wir gleich drauf eingehen, Stichwort Fokusmotoren, habe ich im Prinzip mehr Reserve. Ja, also größerer Akku heißt A, länger filmen oder auch mehr Geräte versorgen. Oder, selbst wenn es ein Screen ist, wir kommen gleich dazu, die Nöppis hier oben, die haben noch mehr Funktionen als nur lustig aussehen. Der Ressourcenbedarf steigt einfach strommäßig und dadurch auch eine größere Batterie dran. Die aber den gleichen Mount hinten dran, sprich, ich könnte es auch gegen die kleinere austauschen. Ich könnte auch mit der kleineren anfangen und später irgendwann auf die große Batterie gehen. Absolut, also hier gibt es viele Ausbaustufen. Hier ist eine ganz einfache, nur Metallplatte montiert, um die Batterie zu befestigen. Es gibt hier auch, ich sag mal, Doppellösungen. Wir könnten hier theoretisch sogar 2 V-Mount-Batterien montieren. Und dann, wenn die eine leer ist, im laufenden Betrieb die Batterie rausnehmen, läuft über die zweite weiter. Also nach oben sind hier keine Grenzen gesetzt. Und du hast hier hinter der Batterie keine zusätzliche Powerbank für dein Telefon installiert, sondern in weiser Voraussicht eine Festplatte, eine SSD bei Fujifilm heißt es Kaizen, Gutes besser machen. Und auch hier ist noch für dieses Jahr ein Firmware-Update angekündigt, welches es uns ermöglichen wird, den USB-C-Port der Kamera zu nutzen, um direkt hier auf die hier installierte externe SSD-Platte zu gehen. Bedeutet, ich muss nicht mehr mit großen und dann auch teuren Speicherkarten arbeiten, sondern kann hier ohne Probleme 1, 2 oder 4 Terabyte SSD-Platten hinten ranhängen und mein komplettes Videomaterial oder Fotomaterial gegebenenfalls direkt auf SSD abzuspeichern. Eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Heißt, ich kann die viele Batteriekapazität, die ich habe, auch nutzen, um extra lange Filme zu drehen, weil ich genug Speicherplatz habe, um das alles irgendwo hinzupacken. Der große Unterschied, was mir sofort auffällt an dem Rig gegenüber dem XS20 Rig ist, auch bei dem XS20 Rig hat mir hier unten diese Stäbe dran, auf denen alles aufliegt und die alles halten. Die sind hier wesentlich länger und größer. Das hat auch einen Grund. Es ist natürlich mehr dran, aber es hängt ja eigentlich auch alles an dem Cage dran. Warum brauche ich unten diese Stäbe extra? Ja, kommen wir zu den Stäben. Die 15 mm Industriestandard Rods, also die Rohre, sage ich jetzt mal auf Deutsch, erlauben es mir jetzt nicht nur die Batterie zu montieren, wie wir es schon gesehen hatten, sondern auch im vorderen Teil. Wir werden jetzt sofort ein bisschen über verschiedene Optiken sprechen. Zum Beispiel diese jetzt hier etwas größere, etwas von den Features her bessere Mattbox mit Filtersystem zu montieren, ist alles im Prinzip hier unten an den Schienen montiert, inklusive jetzt auch an der Kamera. Dieses kleine Teil hier ist jetzt nämlich ein Motor, der es uns erlaubt, in dem Fall hier die Schärfe nachzuziehen. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Gehen wir vielleicht kurz auf die Optik noch mal kurz. Das sieht aus wie ein Standardobjektiv, sage ich mal, wo aber diese Zahnkränze drauf sind und selbst die Objektive, auf den ersten Blick wirkt es wie ein 50-140, was ich auch bei Fujifilm standardmäßig nehmen kann. Ich könnte auch damit filmen, theoretisch. Oder auch praktisch kann ich auch damit praktisch. filmen. Aber die Spezialisierung hat da schon einen Grund, warum es spezielle Videoobjektive wie die Fujinon MKX-Objektive zum Beispiel gibt. Grober Umriss. Wir gehen in einem anderen Video nochmal separat auf diese Optiken ein, was die wirklichen feinen Details sind. Aber was unterscheidet ein Standardobjektiv, das auch filmen kann, von einem, das fürs Filmen optimiert ist? Ja. Das fängt, wie wir gerade gesagt haben, im Fokussieren statt. Die meisten von uns drücken ja den Auslöser an, die Kamera stellt scharf, der Autofokus geht aufs Motiv, manuell, Autofokus, KI-unterstützter Autofokus, während hier im Videobereich, die einen oder anderen werden es vielleicht schon mal gesehen haben, habe ich hier im Prinzip eine einfache Mechanik, wo ich sage, ich drehe hier an dem Rad, was intern ist, dieses Zahnrad in Bewegung versetzt. Dieses Zahnrad greift jetzt hier ein, im Prinzip in den Zahnkranz am Objektiv und ich kann somit linear, das heißt, wenn ich doppelt so weit drehe, verstelle ich auch den Verstellweg meiner Optik um die doppelte Entfernung und habe hiermit quasi die Möglichkeit, manuell scharf zu stellen. Das gleiche jetzt wie hier montiert, im Prinzip über eine, sagen wir ein bisschen elegantere Variante. Können wir an der Stelle vielleicht gerade mal kurz demonstrieren. Ist jetzt hier ein kleines Extra-Rig. Wenn ein Rig nicht genug ist, der baut sich zwei. Der baut sich ein zweites. Und was haben wir jetzt hier?
Wir haben hier nochmal einen Monitor drauf. Wir werden auch gleich verstehen, warum es ganz praktisch ist, manchmal hier noch einen zweiten Monitor jetzt zu haben. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke, vielleicht Thomas, bist du mal mein Fokuspuller, Ich mache mal den Fokuspuller. Das heißt also, ich könnte irgendwo stehen, weit entfernt von der Kamera und könnte trotzdem... Genau wie wir sehen, der Motor greift in den Fokus ein und Thomas kann es hier durchdrehen an dem kleinen externen Rad hier im Prinzip die Schärfe nachziehen. Und dafür natürlich auch den zweiten Monitor. Weil in dem realen Filmszenario wäre das jetzt so, dass ich als Kameramann mich um den Bildausschnitt kümmere, im Prinzip mein Motiv genau in Fokus setze, in Frame setze. Aber Thomas kümmert sich jetzt im Prinzip ums Scharfstellen und hat natürlich nochmal die Kontrolle, ob die Schärfe an der richtigen Stelle sitzt. Und man könnte das System ja sogar erweitern, wenn ich zum Beispiel einen Regisseur hätte, der auch auf einem Bildschirm noch sehen will, was der Kameramann und der Fokuspuller eigentlich treiben, hat es eine zusätzliche Kontrollfunktion. Und da genau ist das, was ich erwähnt habe mit der Batterie. All das benötigt Strom, Funkverbindung, Motoren und das muss ich irgendwie betreiben und dann kommen die größeren Batterien auch zum Einsatz. Jetzt nur als Beispiel, die Einheit, die hier zum Einsatz kommt, ist von Tilta, der Tilta Nano Nucleus 2. Ich kann hier nicht nur die Schärfe nachziehen, ich kann hier nachher auch bei einer Zoom-Optik mit einem entsprechenden weiteren Motor den Zoom einstellen. Ich kann im Prinzip dann hoffentlich auch in Kürze mit einer abgedateten Firmware die Aufnahme von hier oben mit dem Start-Stop-Button starten. Das heißt, es ist wirklich ein Multifunktionstool, direkt extern in meiner Hand, losgelöst von der Kamera. Wenn zum Beispiel auch die Kamera einfach an einem Ort montiert ist, wo ich gar nicht hinkomme. Also sei es auf einer Motorhaube, wo ich nicht zusätzlich drauf liegen will oder in einer erhöhter oder niedriger Position, wo ich nicht unbedingt hinkomme, kann ich trotzdem aus der Ferne meine Kamera fernsteuern. Und genau das ist dann auch der Unterschied, warum ich hier diese Zahngrenze drauf habe, wo ich linear alles verstellen kann. Die Blende ist deklickt, wie man sagt. Also ich habe keine festen Blendenwerte, die stufenlos regelbar. Genauso der Zoom, wenn vorhanden, und der Fokus, der an Objektiven dran ist. Genau, vielleicht hier nochmal kurz schön zu sehen, wenn beide Objektive nebeneinander stehen. Jetzt nehmen wir mal das 1855 und das 50-135. Die Objektive sind in der Höhe, in den Abständen zu den einzelnen 3 Zahnrädern exakt identisch. Das heißt, in der laufenden Produktion kann jetzt sehr schnell von der einen auf die andere Optik gewechselt werden. Das kennen wir ja von Fotoobjektiven, die alle unterschiedlich groß, dick, lang, kurz sind. Wäre ein großer Aufwand, eine große Unterbrechung im Take. Das heißt, hier ein weiteres Feature, das Cinema-Objektive auszeichnet, dass ein Set an Objektiven sehr schnell getauscht werden kann. Wenn wir jetzt hier noch andere Objektive stehen von einem anderen Hersteller, das sind natürlich die Abstände anders, aber innerhalb des Sets, wie du es gerade gesagt hast, sind sie dann wiederum gleich. Also macht Sinn, alles aus einer Reihe zumindest zu haben oder eine Kamera mit dem Set, eine Kamera mit einem anderen Set irgendwie auszurüsten. Aber da kommt dann dieses Rig wirklich ins Spiel, dass ich schnell trotzdem Dinge austauschen kann, modular meine Kamera aufrüsten kann und umrüsten kann. Hier kann man auch gleich erwähnen, Cinema-Objektive sind durchaus auch nachher im Rent zu bekommen. Es ist nicht gleich von Anfang an nötig, jetzt sofort einen großen Cinema-Koffer zu kaufen mit 3, 4, 5 verschiedenen Optiken. Aber ich denke, mit einer Optik einen sauberen, guten Film hinzukriegen, das sollte sicher am Anfang der Einstieg sein und nicht übertreiben. Ja. Und gleich mit 4, 5 verschiedenen Optiken anfangen, wovon dann, wie wir es aus dem Fotobereich kennen, die meisten zu Hause bleiben. Ne? Ja, und man sie nicht einsetzt, genau. Wunderbar. Das zur Optik. Wir haben schon gelernt, da hängt ein Funksystem dran, um den Fokus zu verstellen. Ich könnte damit auch die Blende verstellen, ich könnte damit den Zoom auch verstellen. Jetzt haben wir vorne wieder diese wunderbare Mattbox dran, die Funktion 1 cooler aussehen. Die kann aber noch mehr, wie die andere, die wir schon gesehen hatten, auch. Die ist aber auch nochmal ein Upgrade gegenüber der ersten Mattbox, die wir gesehen haben. Genau, die ist nochmal ein kleines Upgrade. Wir erinnern uns, in Teil 1 hatte ich ja den Vario-ND-Filter quasi vorne in die Optik eingeschraubt und gesagt, zwischen 2 Takes kann ich auch über den kleinen Hebel sozusagen meine Abdunklung einstellen. Hier ist jetzt hier oben nochmal ein eigenes Zahnrad eingebaut. Ein kleiner Zahnkranz, wo ich jetzt hier sozusagen den Vario-Teil drehen kann. Und habe jetzt hier auch wieder die Möglichkeit, im Prinzip die Flechtfilter, jetzt noch zu. Genau, ist hier noch verriegelt, die Flächenfilter rauszunehmen und hier auch recht schnell am Set jetzt hier unterschiedliche Filterstärken einfach einzusetzen und auch noch zu stapeln. Du bist ein großer Freund der Mistfilter, soweit ich weiß. Dann wäre der Mistfilter standardmäßig hier drin. Und je nachdem, mit wie viel Sonnenlicht ich zu kämpfen habe am Set, kann ich sagen, ich kann hier verschiedene feste Filterstärken einbauen und noch im Prinzip über den Vario-Teil hier feintunen. Oder wenn ich zum Beispiel die Optiken tausche und ich mit einer anderen Optik eine größere Anfangsblende habe, Genau. bin dann mit einem anderen ND-Filter rein, um zumindest auf die gleiche Verschlusszeit dann zu kommen. Man sieht hier an
jede Einzelkomponente von der Kamera angefangen, über den Bildschirm, der jetzt Funk hat. Ich habe plötzlich ein Fokussystem dabei. Die Mattbox ist ein bisschen anders geworden. Die Batterie ist größer geworden und ich habe ein Speichermedium dabei. Jede Komponente ein klein wenig abgegradet, um ein flexibleres Rig hinzubekommen, mit dem ich andere Sachen machen kann. Und das ist dann wieder die Preisfrage. Was mache ich mit dem Rig gegenüber dem XS20 Rig, was wir gesehen haben? Ja, also ich denke, beim XS20 Rig war ja der große Vorteil, eine wirklich kompakte Bauform. Das heißt, auch auf Reise mal schnell nebenher, sage ich mal, einen schöneren Film gedreht als im Vergleich zu unserem Smartphone, das wir immer dabei haben. Sieht man ja hier auch schon vom Aufwand und von den anderen Optiken, die jetzt hier am Start sind. Also aus meiner Sicht, jemand, der jetzt hier ja mal wirklich eine filmische Geschichte umsetzen will und deswegen bewusst auch Optiken und Brennweiten ändert, wird dann natürlich schon sagen, ich brauche ein größeres Rig, wo ich auch hier dann recht schnell einfach hier unten die Verschraubung öffne, die Mattbox nach vorne ziehe, einmal die Optik wechsle und im Prinzip hier auch im Prinzip sehr schnell mit vielen verschiedenen Brennweiten arbeiten kann. Weil auch die größeren Optiken hier, also die Fujinon MKX, die ist noch relativ leicht. Die Objektive hier, Vollmetall, die wiegen auch eine Tonne. Ich kann hier natürlich mit den längeren Rods das Ding auch sauber befestigen. Das Gewicht hängt auch nicht so sehr an meinem Bajonett dran. Macht natürlich auch für die Haltbarkeit sicherlich einen Unterschied. Ja, also definitiv hier, wie du sagst, ne, die Mattbox hier hat nicht nur die Funktion, sozusagen die Filter zu tragen und meine Gegenlichtblende zu formen. Und cool auszusehen. Und cool auszusehen, das wollen wir nicht vergessen. Sondern der vordere Teil des Objektivs ist auch hier drin fixiert und gehalten. Mhm. Also wie du sagst, speziell das Bajonett der Kamera ist ausgelegt für die Gewichte von einem 50-140 oder ein bisschen schwerer. Das kann ich locker so an der Kamera halten. Hier hätte ich jetzt echt schon Bauchschmerzen. Im Prinzip das ganze Gewicht hier vorne von so einem großen Objektiv hier drüben gar nicht zu reden, rein aufs Bajonett zu legen, beziehungsweise hier auf den Adapter. Das sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen. Während die MKX-Optiken genau wie Fremdhersteller-Optiken mit X-Mount kommen, sprich sich direkt an die Kamera ansetzen lassen, ist hier sind die Cine-Optiken mit dem sogenannten PL-Mount, PL für Positive Lock, werden wir auch noch darauf eingehen, versehen. Ist ein Standard für Cine-Optiken von vielen verschiedenen Herstellern benutzt. Und hier ist jetzt ein Adapter im Einsatz, der von dem X-Mount auf dieses PL-Mount geht. Und das überhaupt ermöglicht es erst. Du kannst es einmal kurz zeigen, wie das PL-Mount offen aussieht. Und dieses Mount, dieses Cinema-Mount im Prinzip jetzt auch mit den Fuji-Kameras zu verbinden. Kann man an der Stelle auch erwähnen, wenn du mal bei einem Freund oder Bekannten oder im Rent eine andere Kamera hast, dann brauchst du quasi nur einen anderen Adapter und kannst aber deine Optiken im Prinzip an jeder beliebigen Kamera einsetzen. Genau, also da adaptertypisch von einem System aufs andere zu gehen und vielleicht Fremdobjektive, die jetzt nicht per se fremd sind, aber halt mit einem wirklich komplett anderen Anschluss daherkommen, hier an meine Kamera ranbekommen, die entsprechend adaptieren kann. An den Rods nach vorne hin die Optik, die Mattbox tragen. Gleiches gilt nach hinten. Du hast sie hier hinten auch relativ weit nach hinten ausgebaut. Grund auch da wieder Balance. Ich halte die Kamera hier in der Mitte und weil die Batterie weit nach hinten gesetzt ist, bleibt sie trotzdem perfekt balanciert in der Hand und ich kann damit saubere Kamerafahrten machen. Also hier auch flexibel, wenn eine andere Optik drauf ist, Batterie weiter nach hinten ziehen, Batterie weiter nach vorne ziehen, wenn eine leichtere Optik drauf ist, um das Ganze wieder in Balance zu halten. Ich würde sagen, bei Filmen aus der Hand extremst wichtig, dass es nicht kopflastig ist, aber auch auf einem Stativ wird man sofort sehen, wenn ich quasi am Kopf immer das Gefühl habe, wenn ich in Kamera schwenke, die Kamera taucht ab. Sehr unangenehm. Ich sage, eine gut balancierte Kamera sollte auch bei offener Friktion eigentlich im Wasser bleiben. Genau. Und auch aus der Hand natürlich immer bedienbar bleiben. Auch hier wird 2 Griffe dran, wo ich die Kamera entsprechend greifen kann. Und da ist es einfach wichtig, dass ich nicht ständig gegen Gegengewicht kämpfe in irgendeiner Art und Weise, weil die Kamera in die eine oder in die andere Richtung, wie du sagst, abtauchen möchte. Sprich, mit der Kamera bin ich bestens ausgestattet, nicht nur meinen YouTube-Kanal auf das nächste Level zu heben, sondern ich kann auch Interviewsituationen drehen, wo ich längere Brennweiten vielleicht einsetze, mit Zoom-Objektiven, wenn ich Veranstaltungen vielleicht filmen will, wo ich so schnell reagieren muss, dass ich gar keine Chance habe, die Optik zu wechseln. Jetzt kann ich mit einem Zoom, typisch mit einem 70-100 oder 50-140, was ja auch für so Event-Sachen gedacht ist, weil ich blitzschnell reagieren muss, auch das kann ich dann damit mit dem Rig besser umsetzen. Und, wie wir schon im XS20-Video gesagt haben,
Die XS20 und das kleine Rig ist damit nicht obsolet. Viele der Komponenten, die hier dran sind, lassen sich genauso in dem XS20 Rig verwenden oder teilen. Ich kann aber auch beide einsetzen. Sprich, ich könnte hier die kleinere Batterie ranmachen, ich könnte den Griff von der XS20 hier ranmachen, das Mikrofon, ich könnte die Mattboxen untereinander austauschen. Das Ganze bleibt flexibel. Ich kann hier ein kleines eigenes Ökosystem aufbauen, wo ich sage, ich habe alle Komponenten, die ich für irgendwas brauche. Ich werde immer flexibler, je weiter ich das System aufbaue. Ich spezialisiere mich also nicht unbedingt, aber ich werde flexibler, wenn ich das weiter aufbaue. Absolut. Weil ich denke, das ist das wichtige Stichwort. Es gibt nicht eine Kamera, die alles perfekt bewerkstelligt am Ende des Tages. Das heißt, für den richtigen Job das richtige Werkzeug, sage ich immer. Und je nach Einsatzzweck wird man hier ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zum Einsatz bringen. Weil, wie gesagt, ich will ja nicht unnötig viel mitnehmen, sondern das, was ich nachher wirklich brauche oder was mir hilft, bessere Filmaufnahmen zu realisieren. Ja, also es muss nicht das mittlere Rig, ich sage so großes bis mittleres Rig hier sein. Ich kann genauso gut mit der XS20 was filmen oder ich setze beide in Kombination halt eine totale mit der XS20 und den Detailshot oder den Porträtschnitt in einem Interview dann mit einem anderen Brennweite, mit einer der Optiken oder auf Events bin ich mobil mit der einen unterwegs, während die andere fest installiert ist und ich kann nach Belieben Komponenten immer noch austauschen. Danke für die Erklärung zu dem XH2S Rig, das wir jetzt hier gesehen haben. Ich weiß, dass es noch eine Stufe größer geht. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben da schon was vorbereitet. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, wie immer Like und ein Abo dalassen. Alle Komponenten, die wir besprochen haben, sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link zum ersten Video und auch zum nächsten Video dann sehr wahrscheinlich irgendwann. Und wir gucken uns jetzt dann das nächste an.